it means that first of all, we are responsible to protect it, to guard it. Wir sind erstens verantwortlich, es zu behüten, zu beschützen. Secondly, that means there is entrance gates to our heart. Zweitens bedeutet es, dass es Einfallstore zu unseren Herzen gibt. So what are these entrance gates and how do we watch them? Was sind diese Einfallstore und wie beschützen wir sie? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Friends, Hallo Freunde! I enjoy teaching about the heart. Ich liebe es, über das Herz zu lehren. And not only because I believe God has given me some beautiful insight, Nicht nur, weil ich glaube, dass Gott mir einige schöne Einblicke gegeben hat, but because it has been so transforming in my own life. sondern es brachte in meinem Leben so viel Veränderung. And the people around me, I've seen what it did to their lives. Ich sah bei den Menschen um mich herum, was es mit ihrem Leben tat. So I want to talk today about the entrance gates to your heart. Heute spreche ich über die Einfallstore zu deinem Herzen. You know, when the Bible says in Proverbs 4, verse 23, Die Bibel sagt in Sprüche 4, Vers 23, more than any other thing, guard your heart. mehr als alles andere behüte dein Herz. Here, because out of it flow the rivers of life. Aus ihm fließen die Ströme des Lebens. Here is what it actually means in the original Hebrew. Im Original Hebräischen bedeutet es, It means like a high security prison, wie bei einem Hochsicherheitsgefängnis, you have to carefully watch the gates of your heart. musst du sorgsam die Einfallstore zu deinem Herzen bewachen. So it means that first of all, we are responsible to protect it, to guard it. Somit sind wir erstens verantwortlich, es zu behüten, zu beschützen. Secondly, that means there is entrance gates to our heart. Zweitens bedeutet es, dass es Einfallstore zu unseren Herzen gibt. So what are these entrance gates and how do we watch them? Was sind diese Einfallstore und wie beschützen wir sie? Well, of course, the first entrance gates to our heart is from our spirit that God created new when we were born again. Das erste Tor ist von unserem Geist, den Gott neu geschaffen hatte, als wir wiedergeboren wurden. So our spirit is constantly bringing information to our heart. Unser Geist liefert ständig Informationen an unser Herz. Obviously, you don't have to watch the gate Offensichtlich musst du dieses Tor nicht bewachen, because from our spirit, only good things are coming to our heart. weil von unserem Geist nur gute Dinge in unser Herz fließen. So you just have to make sure that is always an open gate. Stelle nur sicher, dass immer die Türe offen ist. What do you mean, make sure that it's open? Was meinst du damit, dass sie offen ist? Well, it works very simple. Das ist ganz einfach. Lord, I have a heart to learn. I have a heart to receive. Herr, mein Herz will lernen, mein Herz will empfangen. I have a heart to hear. Ich habe ein Herz zu hören. I have a heart that's teachable. Mein Herz ist belehrbar. So you have to choose that your heart is always open for the information that comes from your spirit. Du musst dich entscheiden, dass dein Herz immer offen ist für die Informationen, die vom Geist kommen. Always receptive. Stets aufnahmebereit. Not a heart that judges and criticizes. Kein Herz, das verurteilt und kritisiert. But there is another gate or 5 other gates that you have to watch very carefully. Es gibt noch ein anderes Tor oder 5 andere Tore, die sehr sorgfältig überwacht werden müssen. It's our 5 senses. Das sind unsere 5 Sinne. You know, as you study what is happening through our 5 senses, Wenn du studierst, was durch unsere 5 Sinne geschieht and what it does to our hearts, it's actually quite shocking. und was das mit unserem Herz macht, ist das schockierend. I'll give you a practical example. Ich gebe ein praktisches Beispiel. You see, our 5 senses, what you see, Unsere 5 Sinne sind, was du siehst, what you taste, was du schmeckst, what you smell, was du riechst, what you hear, was du hörst, and what you touch. was du berührst. I have a friend. She's really a nice lady. Ich habe eine Freundin, die wirklich eine nette Frau ist. She's in her 30s, Sie ist in ihren 30ern. and I've known her for quite a long time. Ich kenne sie seit einiger Zeit. I remember when she got saved. Als sie errettet wurde, She got saved out of a crisis, sie wurde aus einer Krise errettet, but she had lived as a lesbian for many years. hatte aber seit vielen Jahren als Lesbe gelebt. It was her lifestyle. Es war ihr Lifestyle. So she actively, practically lived in this relationship. Sie lebte also praktisch in dieser lesbischen Beziehung. And I remember one day Debbie and me had dinner with her Als Debbie und ich eines Tages mit ihr zu Abend aßen, because we just liked her. She was such a nice lady. ich mochte sie einfach, sie war so eine nette Frau. And you know, she got saved and found Jesus and transformed her life beautifully. Sie wurde errettet, hatte Jesus gefunden und ihr Leben wurde wunderbar verändert. Just a beautiful testimony of the goodness of. Ein wunderbares Zeugnis der Güte Jesu. And I remember I sat with her and I wanted to find out
how she became a lesbian. Ich saß mit ihr zusammen und versuchte herauszufinden, warum sie lesbisch sein konnte. Like, have you been sexually abused? So in der Art, wurdest du sexuell missbraucht? No. Nein. Have you been brought up in a destroyed childhood? Hattest du vielleicht eine zerstörte Kindheit? No. Nein. What she told me was shocking and such an eye-opener about the entrance gates to the heart. Was sie mir erzählte, war sehr schockierend und öffnete mir die Augen bezüglich der Einfallstore zum Herzen. She was a teenager, Sie war ein Teenager, normal teenager, nothing to do with lesbianism. normaler Teenager und hatte nichts mit Lesbischsein zu tun. One day, she was at home watching a movie and a soap opera with her friend. Sie schaute eines Tages zu Hause mit einer Freundin einen Film. Just friends. Freundinnen. In the soap opera, two women were kissing. In dieser Seifenoper küssten sich zwei Frauen. Two lesbians. Zwei Lesben. So that teenager friend of hers said, Diese Freundin sagte zu ihr, wow, that looks fun, we should try that. nun, das schaut cool aus, wir sollten das probieren. And from that moment on, Ab diesem Moment lesbian. wurde sie lesbisch. Think about that. Denk darüber nach. So what happened? Was geschah? First to the eyes, Zuerst durch die Augen a message came to the heart. kam eine Botschaft zum Herzen. They did not guard the heart. Sie beschützte ihr Herz nicht. Then through the touch, Dann durch Berührungen they allowed this message to come even deeper in the heart. kam diese Botschaft noch tiefer in ihr Herz. You see, if we don't understand how powerful the entrance gates to the hearts are, Wir müssen verstehen, wie mächtig diese Einfallstore zum Herzen sind. the truth is we are bombarded all day long with attacks on our heart. Die Wahrheit ist, dass wir den ganzen Tag lang mit Attacken auf unsere Herzen bombardiert werden. How many marriages have been destroyed Wie viele Ehen wurden zerstört, because they opened the heart to garbage that came through soap opera? weil Herzen für Müll geöffnet wurden, der aus Seifenopen stammte. Ah, the husband is not nice to the woman. Ah, der Ehemann ist nicht nett zu seiner Frau. And then this man comes who gives her all the admiration. Dann kommt dieser Mann und schenkt ihr all diese Bewunderung. Ah, and now she falls in love with this guy. Ah, jetzt verliebt sie sich in diesen Mann. Oh, she deserved a good guy. Sie verdient einen guten Mann. Oh, we open our hearts to these things that come in through our eyes, through our ears, through our natural sense. Wir öffnen unsere Herzen für etwas, das durch unsere Augen, unsere Ohren, durch natürliche Sinne eindringt. Many of us believe in our hearts things about marriage that are unbiblical. Viele von uns glauben in den Herzen Sachen von Ehen, die unbiblisch sind. And where did we get these beliefs from? Und woher kommt das alles? We got them through the entrance gates of our hearts. Wir haben es durch die Einfallstore in unsere Herzen gelassen. I tell you a true story. Ich erzähle eine wahre Geschichte. Shocking. Schockierend. I preached in another nation Ich predigte im Ausland, and I did a 3-day conference. eine 3-tägige Konferenz. I walked into the house of a pastor where I stayed. Ich ging in das Haus eines Pastors, wo ich untergebracht war. The moment I walked in, I realized something is seriously wrong. In dem Moment, wo ich eintrat, realisierte ich, dass etwas nicht stimmte. I had known the pastor for years and admired him, Ich kannte diesen Pastor seit Jahren und bewunderte ihn. but I realized something is very wrong. Ich stellte fest, dass etwas nicht stimmte. So the Lord showed me that he's living in adultery. Der Herr zeigte mir, dass er im Ehebruch lebte. Now, I didn't say anything to nobody Ich sagte zu niemandem etwas. because I've learned how to deal with this situation. Ich hatte gelernt, mit solchen Situationen umzugehen. Let the Lord bring it to the light. Lasst es den Herrn ans Licht bringen. Anyhow, Wie auch immer, I walked to the first meeting. ich ging in die erste Veranstaltung. There was a long line of people who wanted me to pray for them. Viele Menschen wollten, dass ich für sie betete. And then there was also a woman. Da war eine Frau. She was a leader in the church and she was also in full-time ministry in the church. Sie war eine Leiterin in der Gemeinde und vollzeitlich tätig. She asked me to pray for her. Sie bat mich, dass ich für sie bete. She went like this. Sie machte Folgendes. Reinhard, Reinhard, please pray for me. You're such a great man of God. bitte bete für mich, du bist so ein großartiger Mann Gottes. The moment she touched me In dem Moment, wo sie mich berührte and she looked into my eyes like, und mir so in die Augen schaute, I realized that there is something trying to get to my heart from that woman. realisierte ich, dass etwas von dieser Frau versuchte, in mein Herz zu kommen. Those of you who know me know that I'm a kind person. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich eine freundliche Person bin. I'm a patient person. Eine geduldige Person. Pray with people until 3 o'clock in the morning, it's fine. Ich bete bis 3 Uhr morgens für Menschen, alles gut. The moment I realized there was an attack of my heart through my senses, In dem Moment, wo ich die Attacke auf mein Herz durch meine Sinne gespürt hatte, I did this. tat ich das. I pulled her hand away. Zog ihren Arm weg von mir. She, do not touch me. Sagte, fass mich nicht an. And I kept distance. Ich hielt Abstand. I said, I won't pray for you, but you do not touch me. Ich bete für dich, aber du fasst mich nicht an. You know, she went and she complained to the pastor. Sie ging dann und beschwerte sich beim Pastor. The week after, everything came on the line. Eine Woche später kam alles ans Licht.
That was the woman that the pastor had been living in adultery with for a year and a half. Das war die Frau, mit der der Pastor bereits seit 1,5 Jahren ein Verhältnis hatte. When I said to him, how could you? She's not even pretty. Ich sagte zu ihm, wie konntest du? Sie ist nicht einmal hübsch. You know what he said? Weißt du, was er sagte? He said, we were at a church retreat, Wir waren in der Gemeindefreizeit. and she just put her hand on me and began to touch me, looked into my eyes. Sie hat ihre Hand auf meinen Arm gelegt und in meine Augen geschaut. And something just grabbed me in my heart, and I was completely given to her. Und etwas hatte einfach mein Herz ergriffen und ich war ihr erlegen. I could tell you story after story after story, Ich könnte euch eine Geschichte nach der anderen erzählen, where through the natural senses, our heart has been conquered. wo unser Herz durch natürliche Sinne erobert wurde. You see, this is why I'm very careful what I allow to enter into my heart through my natural senses. Deshalb passe ich sehr auf, was ich durch meine natürlichen Sinne in mein Herz lasse. For many years, I don't know, maybe 10 years, Seit vielen Jahren, vielleicht seit 10 Jahren, I didn't watch a single movie. habe ich keinen einzigen Film angesehen. In fact, I said many times, I will not watch a movie until the end of my life. Ich sagte, dass ich bis zum Ende meines Lebens keinen Film anschauen werde. And just recently, I was in a time of fasting. Kürzlich war ich in einer Zeit des Fastens. And the Lord said to me, Der Herr sagte zu mir, I give you the freedom to watch the movies. ich gebe dir die Freiheit, dir Filme anzuschauen. But choose them carefully. Aber wähle sorgfältig. And when you watch them, guard your heart as you watch them. Und wenn du dir sie anschaust, behüte dein Herz, während du sie anschaust. So I've started to watch some movies with Debbie. Nun habe ich angefangen, ein paar Filme mit Debbie anzuschauen. But I tell you what, when I watch them, I guard my heart carefully. Wenn ich mir einen anschaue, wache ich sehr sorgfältig über mein Herz. Think about this. Denk an Folgendes. Think how many people today are addicted to food. Denk daran, wie viele Menschen heutzutage süchtig nach Lebensmitteln sind. They know how bad it is, and yet they destroy their health by eating the wrong stuff and eating too much. Sie wissen, wie schlecht es ist, aber dennoch zerstören sie ihre Gesundheit, indem sie die falschen Dinge und zu viel essen. Do you know what I really believe? Wisst ihr, was ich wirklich glaube? I believe that it's a heart problem. Ich glaube, dass es ein Herzensproblem ist. So through the taste parts, the heart was conquered. Durch die Geschmacksnerven wurde ihr Herz erobert. Now they believe in the heart that this food will give them comfort, it makes them feel happier, it makes them feel better. That's a heart belief, my friend. Und jetzt glauben sie in ihrem Herzen, dass ihnen dieses Essen Behaglichkeit schenkt und sie glücklich macht. Das ist der Glaube ihrer Herzen, mein Freund. Debbie's one of the world's best cooks, Debbie ist eine der weltbesten Köchinnen. in my opinion. Meine Meinung. And I love her creative meals. Ich liebe ihre kreativen Mahlzeiten. And I enjoy them and I'm always very thankful. Ich genieße es und bin immer sehr dankbar. Maybe this sounds crazy to you, Vielleicht klingt das verrückt, but never will I allow any food she cooks to conquer my heart. aber ich werde es nie zulassen, dass irgendein Essen, das sie kocht, mein Herz erobern kann. Because if I do, I will not be able to fast anymore. Wenn ich das zulasse, werde ich nicht mehr imstande sein zu fasten. If I do, I will destroy my own health. Wenn ich das mache, werde ich meine Gesundheit zerstören. So I enjoy the food that God gives me through my taste buds, Ich genieße das Essen, das Gott mir gibt, durch meine Geschmacksnerven, but I'm not allowing it to conquer my heart. aber ich lasse es nicht zu, dass es mein Herz ergreift. How do you know that something conquered your heart? Wie kann man wissen, ob etwas das Herz ergriffen hat? When the thoughts and the feelings mix, become a unity and create an emotion. Wenn Gedanken und Gefühle sich vermischen, zu einer Einheit werden und eine Emotion kreieren. So look, Schau, I can think of the food that Debbie's cooking today. ich kann an das Essen denken, das Debbie heute zubereitet. A salmon Einen Lachs with a lemon white wine sauce with shrimp and capers. mit einer Weißwein-Zitronensauce mit Shrimps und Kapern. Is it going to be good? Wird es gut sein? I'm going to love every bite. Ich werde jeden Bissen lieben. But I'm not going to allow this to become an emotion in my heart. Aber ich werde nicht zulassen, dass das zu einer Emotion in meinem Herzen wird. Because if that takes my heart, I will become addicted to food. Wenn das mein Herz ergreift, werde ich süchtig nach Essen sein. So watch your gates, my friend. Behüte deine Einfallstore, mein Freund. Enjoy all the good things that God has for you. Genieße all das Gute, das Gott für dich hat. But watch your heart. Pass auf dein Herz auf. Think about the commercials. Denk an die Werbung. So many people got into debts because through the entrance gates of their hearts, they were convinced they have to have this. So viele Menschen tappen in die Schuldenfalle, denn aufgrund der Einfallstore in ihre Herzen werden sie überzeugt, dass sie etwas haben müssen. Watch what you look at. Pass auf, was du dir anschaust. Watch what you hear. Pass auf, was du dir anhörst. How many people are angry at other people and don't even know whether they're good or bad people just because they heard it and left it in their heart. Wie viele Menschen sind zornig auf andere und wissen nicht einmal, ob es gute oder schlechte Menschen sind, einfach weil sie etwas gehört und in ihre Herzen gelassen haben. We could talk for hours about it. Wir könnten stundenlang darüber sprechen. Watch your gates carefully Pass sorgfältig auf deine Einfallstore auf, because then you watch your heart.
denn dann bewachst du dein Herz. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. I love teaching. Wir lieben es zu lehren. If you haven't subscribed, subscribe. Abonniere, wenn du es noch nicht getan hast. If you think it's worth it, share it with all of your friends. Wenn du denkst, dass es sich lohnt, teile es mit deinen Freunden. Thank you. Danke.